Grüßt euch Leute. Wir sind wieder unterwegs, immer noch in Italien, Südtirol. Jetzt haben wir von einem Wasserfall gehört. Ihr wisst ja, ich liebe Wasserfälle. Deswegen mussten wir da schnell hin. Und ihr hört es wahrscheinlich schon rauschen. Vorne ist er. Ihr seht gleich die Bilder. Nur noch ein paar Stufen. Jetzt gibt euch mal das. War das nicht der Hammer? Also es hat sich auf alle Fälle rentiert, hier kurz vorbeizuschauen. Ich mag das einfach. Naja, jetzt haben wir erst wieder eine längere Fahrt vor uns. Oh, hier alles voll Pilze. Aber kennen wir nicht, nehmen wir nicht mit. Naja, na gut, jetzt sind wir auf alle Fälle auf dem Weg zum Stillfersjoch, zum Stiflersjoch, Stiflers Marm. Und ja genau, da fahren wir nach Temu. Das ist so ein kleines Örtchen. Da gibt es anscheinend so, ja, sieht ein bisschen aus wie Weinfässer, irgendwo wo man drin pennen kann. Das wollen wir uns anschauen. Also bleibt dran. So Jungs, fährt die Gletscher da hinten wieder her. Wir sind hier auf 1875 Meter. Und ja, das muss man einfach hier kurz anhalten. Das ist ja, schaut euch das an. Das ist der Wahnsinn. Einfach genial. Diese Fahrradfahrer, die sind schon echt krass, echt. Und dann hast du die ganze Zeit diese Berge, also ihr habt ja die Serpentinen gerade gesehen, ey, also mich würde es so demotivieren. Das ist Wahnsinn. Was die Leute für eine Willenskraft haben müssen, Respekt. An alle Radfahrer, die hier hochfahren, Respekt. Ohne Motor. Mit dem 50er-Roller, weißt du, ist er hier hochgebrettert.
Nachdem wir jetzt den Stiflers Marm hinter uns gelassen haben, geht es jetzt auf den nächsten Pass, den Gavia-Pass. Und ja, vielleicht gibt es genauso tolle Sachen wieder. Wir sind zwar ein bisschen spät dran langsam, deswegen wissen wir nicht, ob wir dann so viel zeigen können, was wir sehen, weil wir nicht überall stehen bleiben können. Aber wir werden das Beste draus machen. Also Leute, Paso de Gavia, Wahnsinn. Da fällt Wasserfall, es ist ein Wasserfall nach dem anderen wieder hier. Da hinten Gletscher, da hinten rauscht es gescheit runter. Es ist echt wunderschön und es ist nicht so überlaufen. Es ist voll leer eigentlich. Also es kommt ab und zu mal ein Auto entgegen, ab und zu ist mal eins hinter dir, es lässt halt dann vorbei, aber es ist echt der Hammer. So eine Kacke, jetzt auf der anderen Seite vom Pass. Sind gerade die ganzen Wolken voll auf, ey. Ja, da unten ist wieder ein See. Ja, das ist schon echt super cool hier oben. Schwuppsdiwupps, zappenduster. Also was total heftig ist, ist, dass die Straße manchmal gerade so für unseren, was haben wir, Smart, für unseren Smart reicht, also von der Breite her. Ich frage mich, wenn da uns was entgegenkommen sollte, was, und dann schaut euch das an, keine, jetzt kommt mal wieder Lichtplanke, jetzt kommt mal wieder Leitplanke. Sind wir endlich angekommen. Schnucklig, wo ist das Wetter? Ihr habt es ja vorhin gesehen bei der Fahrt, kaum waren wir über den Pass drüber, unten Soße ohne Ende. Aber schnuckeliges Häuschen, müsst ihr euch mal anschauen. Sieht eigentlich fast aus wie so ein Weinfass, aber ist natürlich keins. Aber ich kann euch ja mal gleich ein bisschen rumzeigen. So. Und das war's schon. Aber wer braucht mehr? Bett, Kühlschrank, um das Bierchen kühl zu stellen. Absolut okay. Perfekt. Und 57 € oder so. Top. Ich hoffe, morgen ändert sich das Wetter wieder, dass wir ein bisschen wandern gehen können und ja, guten Morgen. Die Sonne scheint heute super. Sehr geil, echt. Jetzt haben wir zwar bloß gestern mitgekriegt, dass die Gondeln hier alle zu haben.
Und jetzt sind wir echt am Überlegen, was wir machen. Ob wir dann weiterfahren, weil wir dann hier einfach ja, nur laufen kann, sage ich jetzt mal. Nicht so richtig in die Berge, weil die sind halt einfach so hoch. Gibt es euch das? Das ist so hoch, wenn du von hier da hochlaufen musst. Das ist schon eine Strecke. Also nicht, dass es jetzt nicht machbar wäre. Naja, jetzt müssen wir auf alle Fälle mal überlegen, was wir machen. Und lassen es euch dann wissen. Duschen und so weiter müssen wir jetzt endlich mal, weil nach 2 Tagen auf dem Campingplatz und wir hatten kein Handtuch dabei. Sind wir bescheuert, echt. Oh, guten Morgen, nochmal wir. Wir haben leider eine Reifenpanne. Und hier ist der Übeltäter, eine fette Schraube, die drin. Gott sei Dank hatte der aus dem Campingplatz oder von dem Hotel einen Kompressor, konnte wir wenigstens aufpumpen und sind jetzt hier an einer Autowerkstatt und hoffen, dass uns geholfen wird. Ja, es ist halt Reisen mit dem Auto, passiert sowas, ne? So, hier haben wir jetzt einen Übeltäter. Krasses Teil her, aber er macht sofort, also es ist echt super Service. Sind ihm sehr dankbar, dass wir nicht so lange hier rumwarten müssen und so. Also, klasse Service, kann ich nur empfehlen hier, wenn man mal eine Reifenpanne hat. Naja, wenigstens hat man beim Warten eine schöne Aussicht. Also echt, ich muss sagen, super Service von dem Typen. Voll der nette, schnucklige alte Mann gewesen. Voll nett, konnte halt jetzt kein Englisch, aber wir haben uns mit Händen und Füßen, hat das schon alles geklappt. Sogar gewitzelt haben wir miteinander. Also, und wir haben 15 € bloß gezahlt. Also das ist echt cool, also muss man sagen. Ich weiß ja nicht, was sowas normal kostet. Wir haben ja kein Auto und einen Platten hat man schon lange nicht mehr. Also von dem her 15 € für uns ist das jetzt echt cool. Danke. Halt gedacht haben, die Gondel steht. Da fährt heute nichts, so wie es ausschaut. Der ältere Herr von der Unterkunft, der ältere Herr von der Unterkunft hat gemeint, dass die fährt, dass es die einzigste sein soll, die noch fährt. Aber ich glaube nicht, dass sie noch fährt. Die hat sich ein Beispiel an den anderen genommen, genau. Jetzt machen wir erstmal Frühstück, haben in so einer Paneria und ein paar Brötchen geholt, hauen uns jetzt das Bresola weg, das wir uns so organisiert haben, und Gamssalami ja, und ein bisschen leckeren Käse. Und ja, und dann schauen wir weiter, weil das hat uns jetzt auf alle Fälle die Entscheidung abgenommen, was wir heute machen. Und ja, werden wir weiterfahren. Wir haben gerade festgestellt, das ist Löwenmilch. In Italien gibt es Löwenmilch. Ja, wir schrauben uns wieder mal nach oben. Wir gedacht, jetzt fahren wir gerade runter, jetzt geht's wieder hoch. Naja. Oh, jetzt haben wir hier gerade an diesem Snoopy Lake, heißt der anscheinend. Also steht es da hinten. Upstream auf dem Restaurant steht Snoopy Lake. Ja, aber ist auch nichts los. Also man kann nicht immer außen rum gehen. Wir wollten eigentlich außen rum gehen, aber ist abgesperrt. Ja,
Hier ist echt auch alles zu. Ich habe keine Ahnung. Jetzt fahren wir einfach mal durch und schauen, was wir machen. Ein bisschen planlos gerade, aber wir werden schon irgendwas finden. Ne? Also wir haben uns jetzt entschieden, ins Val di Daone zu fahren, weil dahinter dann das Val di Fumo ist. Das hört sich ganz cool an, haben wir uns gedacht. Und auf dem Weg dahin haben wir uns jetzt hier Maronen. Schauen wir mal. Alter, die sind ja richtig spieksig. Aber hier. Maronen, Maronen. Oh, da sind aber schon welche angefressen. Ja, aber das ist doch sehr cool, oder? Die kosten bei uns immer ein Schweinegeld. Und hier liegen sie einfach auf der Straße. Cool, oder? Tja, so sehen die Maronenbäume aus. Fast ein bisschen wie Mangobäume. Von den Blättern her. Naja, wir waren jetzt auf jeden Fall noch einkaufen hier. Und jetzt fahren wir wieder zurück zu der Hütte. Weil die lag vorhin voll im Schatten. Jetzt wollten wir eigentlich noch in die Sonne, aber die haut uns gerade ab. Also hoch, was zum Essen machen. Vielleicht zeige ich euch ein bisschen was von dem Haus. Das ist echt super schnucklig. Ja, und jetzt schaut man einfach mal kurz hier nochmal hoch zum See, hat man sich gedacht. Und hier, bam. Schaut euch das an. Also ich sag's euch, die Berge, die machen mich total an. Hey. Was hier für geile Sachen sind. Hey. Schon wieder so ein fetter... Wir zeigen euch gleich mal ein bisschen näher. Aber voll cool, also auch echt die Gegend, Wahnsinn einfach. Hey. Schaut's mal da oben sind auch nochmal Hüttchen und da frage ich mich immer, wie haben die das da oben hingebracht? Das sieht schon echt phänomenal aus. Hey. Naja, wir chillen jetzt hier noch kurz am See und dann fahren wir in unsere Hütte und machen uns was zum Essen. Jetzt sind wir bei unserer Unterkunft angekommen. Ich muss euch mal das zeigen, das ist ja echt cool. Und da oben hätten wir sogar noch Sonne. Ja, ich zeige euch das einfach mal von innen. Es ist einfach bloß ein Zimmer, nichts Großes. Da hinten noch das Bad. Küche können wir unten gemeinschaftlich nutzen, deswegen werden wir uns jetzt erstmal was zum Essen machen und dann werden wir auch nicht so spät ins Bett gehen, weil wir ja morgen ein bisschen was hiken wollen. Ne? Jo, fahren wir dann da hoch, da kommt noch der See, wo wir gerade waren, nochmal ein zweiter See noch weiter hinten und da wollen wir ein bisschen ins Tal hinten reinlaufen, weil da soll es echt schön sein. Und wir sind im Bärengebiet. Vielleicht finden wir den einen oder anderen. Jetzt bin ich hier alleine, die ganzen anderen sind schon raus. Jetzt kann ich euch das mal hier ein bisschen zeigen, wie cool es ist. Also, mein Wohnzimmer halt, eine normale Hütte. Wir uns hier was zum Essen machen können, ihr habt es ja vorhin schon kurz gesehen. Da drüben liegt lauter so Infomaterial. Und da kann ich euch mal kurz zeigen. Hier sind wir jetzt. Und morgen fahren wir da hoch und gehen dann bis hier hinter zu diesem Refugio. Und ja, wahrscheinlich wieder den gleichen Weg zurück oder vielleicht auch einen anderen Weg. Mal schauen, was man so findet. Ich bin ja nicht so der Freund vom gleichen Weg zurück. Ich bin ja eher so der Freund von Rundwegen. Deswegen, aber irgendwas werden wir schon finden. Ja, jetzt werden wir dann langsam ins Bettchen gehen und sehen uns dann einfach morgen wieder. Peace.